Hallo Retro-Freunde! Heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes vorstellen, was in meine Sammlung gekommen ist. Ich habe wieder mal Post bekommen, ja, und diesmal handelt es sich wirklich um ein Stück Geschichte, um ein Stück Cartoon oder Toy History. Viel Spaß beim Anschauen! Ja Leute, wie gesagt, ich habe wieder mal Post bekommen. Ja, etwas ganz Besonderes. Der Absender ist James Eatock. Jetzt werdet ihr sagen, na, Post von James Eatock? Ich habe letzte Woche Post von meiner Großmutter bekommen. Also nichts Besonderes. Doch, es ist etwas ganz Besonderes. Diejenigen, die James Eatock nicht kennen, James Eatock ist ein Anfang 40er, mit 40er, genauso wie ich, ist in den UK aufgewachsen, ist ein Masters of the Universe oder generell ein Cartoon-Fan der ersten Stunde aus den 80ern halt. Ja, hat sehr viel mit Filmation zu tun gehabt die letzten Jahre. Er war halt in sehr vielen Projekten involviert etc. Ja, hat Lou Scheimer, den Gründer von Filmation, getroffen und so weiter. Hat zum Beispiel, für die, die es nicht wissen, es gibt ja diese Dark Horse Bücher hier, ja, und er hat hier He-Man and She-Ra, The Complete Guide to the Classic Animated Adventures, ja, hat er quasi geschrieben. Hoffe, das sieht man jetzt hier, ja, hier steht Eatock, ja, also er ist sehr involviert in dem Masters of the Universe Kosmos, ja, ganz besonders natürlich, ja, natürlich die Toys, aber auch ganz besonders natürlich der Filmation Cartoon. Ja, und von ihm habe ich Post bekommen, denn James Eatock hat einen eBay-Account, ja, da nennt er sich Buster Toons, ja, könnt ihr halt auch mal reinschauen, könnt ihr nach dem Kontakt mal suchen auf eBay, ja, und er verkauft da ab und an Filmsales. Jetzt werdet ihr wieder fragen, James Eatock, okay, den Namen haben wir jetzt erklärt bekommen, Filmsales, was ist das nun wieder? Filmsales ist was ganz Einmaliges, Leute. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Also Filmsales sind ja Animations- oder Cartoon- oder Animationszeichnungen, Paintings. Ja, damit wurden früher die Cartoons, die Zeichentrickserien gedreht. Ja, es wurde nichts im Computer gemacht. Jede Filmszene wurde einzeln per Hand auf einem Stück Papier mit Bleistift gezeichnet. Ja, dann wurde diese Filmszene hingelegt, es wurde eine Folie draufgelegt, ja, und dann wurde das Ganze abgezeichnet und bemalt. Ja, das ganz Besondere ist, ja, jede Szene ist einmalig. Ja, das heißt, man hat halt die Szene gezeichnet, hat dann wieder minimal das Ganze verändert, sodass es halt wie so einem Daumenkino wirkt, als würde sich diese Person oder dieser Hintergrund, was auch immer, bewegen. Ja, und das hat man halt Stück für Stück abgefilmt. Und somit sind diese Filmsales einmalig. James Eatock, wie gesagt, hat sehr viel mit Filmation zu tun oder zu tun gehabt und hat unzählige Filmsales quasi eingelagert bei sich zu Hause. Ich weiß nicht, wo er die alle hat. Aber auf jeden Fall hat er welche verkauft und auf eBay, und ich habe sie ersteigert. Und die möchte ich euch jetzt hier wirklich präsentieren. Es ist wirklich was Einmaliges. Ich freue mich so, dass ich welche von ihm bekommen habe. Ich habe mit ihm dann auch ein bisschen Austausch gehabt. Ja, ich habe ihm ein paar Nachrichten hin und her geschrieben, habe halt auch gesagt, ich habe mich vielmals bedankt, dass ich Dinge halt bekommen habe. Ja, und etc. Habe halt gesagt, wenn er mir die zuschickt, würde ich mich freuen, wenn er eventuell auch ein Autogramm beilegt. Ja, ich als alter Masters-Fan oder als alter Fan der ersten Stunde, natürlich cool, was von James auch persönlich zu haben. Er hat gesagt, gar kein Problem, mache ich sehr gerne. Und da komme ich zu dem ersten Teil, was ich euch vorstellen möchte, und das finde ich Wahnsinn. James, wenn du das hier siehst, nochmal vielen Dank. Er hat nämlich auch gesagt, ich soll das Video, ihm den Videolink schicken, sobald er online ist. Ja, er möchte das auch anschauen, auch wenn es nur auf Deutsch ist, wie ich ihm gesagt habe. Ja, und er hat mir was beigelegt. Und er hat mir was gezeichnet. Ist das geil? Thanks for bidding, Frank. Das heißt, danke fürs Bieten. Ja, auf eBay hat wer erkennt es, einen Beastman natürlich gezeichnet. Hat seine Unterschrift runtergesetzt. James, vielen Dank. Ich finde das so genial. Das bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Das wird eingerahmt, das wird an die Wand gehängt. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, was ich halt noch bekommen habe, und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen, einzeln Stück für Stück, weil ich finde, das ist sowas Besonderes, ja, sind, wie gesagt, ich habe entweder die Bleistiftzeichnungen bekommen oder die
Paintings, die ausgemalten Folien. Ja, und es geht los mit meiner Lieblingsserie und einem Schatz. Ich habe hier eine Bleistiftzeichnung von Marshall Bravestar erhalten. Wie gesagt, das sind diese Originalzeichnungen. Ja, ich zeige es euch gleich nochmal besser, wie das Ganze halt funktioniert hat. Das ist eine Bleistiftzeichnung von Bravestar. Hier haben wir Bravestar mit Judge Judy und 3030. Ja, finde ich Wahnsinn. Wie gesagt, jede Zeichnung ist ein Unikat. Das ist so klasse, das freut mich so dermaßen. Ja, hier sieht man es am besten. Ich halte das nochmal einzeln hoch. So. Hier haben wir eine Folie. Hier haben wir 3030 ausgemalt. Ja, ich habe hier dazu keine Bleistiftzeichnung und ich zeige es euch trotzdem mal anhand von dem Ganzen hier. Das heißt, ich habe die Bleistiftzeichnung. Ja, dann lege ich quasi die Folie dahinter. Ich habe die Folie dahinter gelegt. Ja, dann sieht man hier dadurch ja die Bleistiftzeichnung und dann hat man diese Figur abgemalt und hat diese von hinten ausgemalt. Man hat diese Figur von hinten ausgemalt. Das sieht man auch hier. Von vorne sieht es halt super toll und genial aus. Von hinten sieht man, wie das von hinten wirklich abgemalt oder beziehungsweise ausgemalt wurde. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht klasse? Und was er halt dabei gelegt hat, ist der Hintergrund, aber da hat er sofort oder extra dabei geschrieben und das finde ich auch vollkommen okay, aber ich finde es geil, dass er es trotzdem dabei gelegt hat. Das sind so Laserkopien, das sind halt keine originale Hintergründe, das sind halt Hintergründe aus der Serie, aber einfach vom Laserdrucker nochmal ausgedruckt, aber das macht überhaupt nichts. Ja, und dann, wenn ich das jetzt hier richtig anlege, so, sieht man halt den 3030 vor dem Hintergrund. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht ein Wahnsinnsstück für jeden Sammler, der diese Sachen, Toys oder wie gesagt Cartoons der 80er Jahre sammelt? Ich finde es so mega. Und wie gesagt, das war Bravestar. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Filmation Masters of the Universe. Hier habe ich den guten He-Man. Auch wieder eine Bleistiftzeichnung. Ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Hier haben wir Adora, also She-Ra vor der Verwandlung. Wahnsinn, ich finde das so toll. Und ich freue mich so, dass ich die bekommen habe. Hier habe ich wieder, wenn wir das hier wieder richtig machen, bevor wir irgendwas falsch machen. So, hier habe ich den Orko wieder vor einem Laser-Hintergrund, so sieht er halt aus. Ja, und den Hintergrund wieder dabei gefügt. Finde ich total toll. Ja, dann haben wir dasselbe. Noch einmal gucken, wie wir den hinlegen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Hier haben wir den Prince Adam auf dem Weg vom Dachfenster, vom Rausgucken zurück. Und auch hier wieder, wie gesagt, ist der Prince Adam vor dem Hintergrund. Das hier finde ich ganz, ganz toll. Ich zeige es euch erstmal mit Hintergrund. So. Da haben wir He-Man bei den kleinen, kleinwüchsigen nenne ich es mal, ohne jemanden hier jetzt zu diskriminieren. Ja, und das ist toll, das ist eine Dreierfolie. Ich meine im Hintergrund mal weg. Ja, und dann sieht man das Ganze. Ja, ich habe hier die komplette Dreierfolie. Dann kann ich hier ist der He-Man rausgegangen. Und dann haben wir hier die zwei einzelnen und die Dame ist weg. Das ist sogar eine Viererfolie, Entschuldigung, natürlich sind ja 4 Figuren. Das heißt, ich habe jede Figur auf einer Folie. Und die werden dann halt einfach übereinander gelegt, sodass es aussieht, dass die wirklich in einem Bild zusammen sind. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das so, so toll. Dermaßen toll. Ja. Dann habe ich als nächstes Cringer. Darf natürlich auch nicht fehlen. Der gute Cringer. Das ist wahrscheinlich hier beim Wine Jungle. Ja, auch der Hintergrund wieder weg. Und hier habe ich den Cringer einzeln. Diese Folien wurden halt vielleicht auch teilweise, oder logischerweise, es gibt ja immer in der Filmation-Serie, wenn ihr das seht, es sind ja wie oft immer die gleichen Einstellungen. Natürlich hat man auch das gleiche verwendet, aber wie gesagt, diese Folien sind halt einmalig. Ja, und was er noch gehabt hat, da konnte ich auch nicht Nein sagen. Dann habe ich auch davon jetzt was in der Sammlung. Ist von Columbia, also nicht von Filmation, sondern von Columbia nochmal die Real Ghostbusters. Hier habe ich Egon. Hintergrund auch wieder weg. Den Egon. Und natürlich, wer darf nicht fehlen? Venkman. Peter Venkman. Auch nochmal hier ein sehr, sehr schönes Film-Cell, Animation-Cell. Ja, von auch einer tollen Serie aus den 80er Jahren.
Ja, Leute, ich bin immer noch hin und weg. Ich bin total geflasht. Natürlich habe ich ja gewusst, was ich bekomme, nachdem ich es ersteigert habe. Ja, aber es ist noch was ganz anderes, wenn man das in den Händen hält. Wenn man das Paket wirklich auspackt und hat dieses Stück Geschichte wirklich in der Hand. Ja, ich finde das einfach Wahnsinn. Ja, mir fehlen da mal wieder wie so oft die Worte und deswegen lasse ich euch ans Sprachrohr. Schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von solchen, ja, Sammlerstücken, sind es ja schon, ja, von so einem Stück Cartoon, Animation, Toy, History, Geschichte, Zeitgeschichte. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, ja. James, was soll ich sagen? Nochmal vielen Dank, wenn du dieses Video siehst. Ich freue mich so dermaßen. Diese Cells bekommen alle einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Ja, und ja, Leute, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Das gibt YouTube oder zeigt YouTube nochmal, dass mein Kanal gut ankommt. Und so wird mein Video immer öfters auch anderen Leuten vorgeschlagen, die meinen Kanal vielleicht noch nicht kennen. Also wie gesagt, ich freue mich über jede Unterstützung von euch, die meinen Kanal weiter zum Wachsen bringt. Ja, also wie gesagt, Daumen hoch. Teilt das Video, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Und ja, mit den Eindrücken lasse ich euch zurück. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.